Keine Frage, die Schweiz ist das Lieblingsauswanderungsland für Deutsche. Im Jahr 2022 sind über 20.000 Deutsche in die Schweiz umgezogen. Damit ist die Schweiz das mit Abstand beliebteste Land für deutsche Auswanderer. Viele stellen sich das ganz einfach vor, in die Schweiz umzuziehen, vor allen Dingen wegen der Sprache, stellen aber dann relativ schnell fest, dass die Schweiz eben doch ganz anders ist als Deutschland und sich vielleicht auch man hier etwas hätte besser vorbereiten sollen. Im heutigen Video haben wir 10 Fakten zum Leben in der Schweiz als Deutscher zusammengestellt. Ich habe selbst einige Jahre in der Schweiz gewohnt. Wir haben viele Mandanten, die als Deutsche in der Schweiz leben, die wir hier auch nochmal gefragt haben und so also diese 10 Fakten zusammengetragen haben. Fakt Nummer 1. Die Schweizer mögen die arroganten Deutschen nicht. Es ist tatsächlich so, die meisten Deutschen kommen hier in der Schweiz relativ arrogant rüber, auch wenn sie es gar nicht unbedingt wollen. Das liegt manchmal an der sehr direkten Ausdrucksweise der Deutschen. Das liegt auch am Hochdeutsch. Die Schweizer haben ja bekannterweise einen Minderwertigkeitskomplex, was ihren Dialekt anbelangt. Die nennen ja ihren eigenen Dialekt Boerendeutsch, ja, also Bauerndeutsch, ja. Und wenn da eben ein Deutscher dann vorspricht oder im Meeting ist, der Hochdeutsch redet und sich sehr gestochen ausdrückt, dann fühlen sich doch die anderen Schweizer oftmals ein bisschen eingeschüchtert. Und natürlich haben die Deutschen auch gern so ein bisschen eine große Mannszucht und treten dort auf und sagen, jetzt will ich mir den kleinen Schweizer mal zeigen, so ein kleiner Zwergenstaat hier. Hier kommen ja wir, die großen Deutschen an, machen alles richtig. Und es kommt gar nicht gut an in der Schweiz. Ja. Also es ist jetzt natürlich ein sehr allgemein gefasster Begriff, die arroganten Deutschen. Im persönlichen Kontakt kann das Ganze natürlich dann sehr viel einfacher sein. Aber man soll auf jeden Fall darauf achten, dass man hier als Deutscher ein bisschen Bescheidenheit übt, leise auftritt, den Ball flach hält, zuhört und nicht so viel redet. Das kommt sicherlich in der Schweiz sehr gut an. Fakt Nummer 2. Die Schweiz ist auf Deutschland angewiesen. Das ärgert natürlich viele Schweizer, denn ich habe ja gerade eben gesagt, eigentlich sind die arroganten Deutschen den Schweizern sehr suspekt. Aber Deutschland ist natürlich mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Schweiz, mit Abstand. Ja. Viele Produkte werden nach Deutschland exportiert. Wie gesagt, man ist auch angewiesen auf deutsche Spezialisten, Fachkräfte, Arbeitskräfte. Ja. Da gibt es eine große Abhängigkeit. Ja. Und das ist so ein bisschen eine Spannung. Der erste Punkt, den ich gesagt habe, dass man eigentlich so die Deutschen nicht so gern hat, aber dann, dass man doch wirtschaftlich doch sehr eng miteinander verzahnt ist. Dieser mögliche Widerspruch hier, der ärgert viele Schweizer. Es ärgert sie natürlich auch, dass sie da nicht wirklich was dran machen können, sich nie wirklich abschotten können und sich immer wieder hier von den Deutschen auch in die Grenzen weisen lassen müssen, sei es jetzt hier zum Beispiel eins auf den Deckel zu bekommen aufgrund der steuerlichen Themen, da kommen wir gleich nochmal dazu, oder auch einfach regulierungstechnisch Mitglied in der EU, bilaterale Verträge. Hier müssen sich die Deutschen auch ein bisschen zurücknehmen und nicht hier gegenüber den Schweizern so altklug auftreten. Ich rede jetzt von den deutschen Politikern, aber generell ist natürlich hier eine gewisse Abhängigkeit tatsächlich gegeben. Fakt Nummer 3, die Schweiz bleibt für die deutschen Finanzbehörden ein rotes Tuch. Das ist wichtig für dich, vor allen Dingen, wenn du Unternehmer bist und in die Schweiz umziehst. Da gibt es alle möglichen Auflagen, die du beachten musst. Ich rede sogar von der überdachenden Besteuerung und so weiter. Da musst du dich im Detail dann nochmal drüber unterhalten. Ja. Aber als Unternehmer kann es für dich steuerlich ziemlich unattraktiv werden, in die Schweiz umzuziehen, wenn du es nicht richtig machst. Denn die Schweiz, wie gesagt, ist ein rotes Tuch für die deutschen Finanzbehörden. Und die deutschen Finanzbehörden wissen natürlich, wie attraktiv die Schweiz ist. Die lassen die deutschen Unternehmer da nicht gerne hin, einfach, sage ich jetzt mal, umziehen und werden dir das Leben relativ schwer machen. Fakt Nummer 4, die Jobsuche in der Schweiz kann so ihre Hindernisse haben.
Man denkt sich ja, dass man dort offene Türen einrennt, denn in der Schweiz gibt es ja auch ein sehr, sehr großes Personalproblem, ein Fachkräftemangel. Wenn ich jetzt also hier als qualifizierter deutscher Arbeitnehmer mich anmelde, dann und mich bewerbe, dann müssen ja hier doch der ein oder andere Arbeitgeber sich melden und mir ein attraktives Stellenangebot machen. Ist aber gar nicht so einfach, stellen viele Deutsche fest. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn du Hirnchirurg bist, dann ist vielleicht relativ einfach. Aber viele andere stellen fest, es ist ja doch gar nicht so einfach. Denn, wie gesagt, gehe die einzelnen Punkte nochmal durch, die ich gesagt habe. Vielen Schweizern sind die Deutschen suspekt und die sind jetzt nicht unbedingt scharf drauf, hier einen Deutschen einzustellen, außer er ist wirklich der absolute Experte. Dann muss man natürlich auch sagen, dass die Schweizer ihren ganz eigenen Weg haben zum Teil, ja, und ihre ganz eigenen betrieblichen Abläufe. Ich denke zum Beispiel an einen Mandanten in der Baubranche, ja. Da hätte er eigentlich diesen Job nie bekommen, wenn er nicht für die schwedische Niederlassung eines Schweizer Unternehmens gearbeitet hätte. So konnte er dann einfach in die Schweiz wechseln. Aber hätte er sich dort als Deutscher beworben auf diese Stelle, hätte er diese nie bekommen. Denn das Unternehmen sagt, wir wollen gerne hier unsere Führungskräfte in der Schweiz sozusagen ausbilden, vom einfachen Arbeiter zum Polier, zum Vorarbeiter und so weiter und so fort. Und da haben wir hier in der Schweiz unsere eigenen Prozesse, unsere eigenen Wege. Und solche Quereinsteiger aus Deutschland möchten wir eigentlich da so gar nicht gerne drin haben. Ja, also wir haben andere Fälle. Wir haben zum Beispiel hier Kommentare auf verschiedene Schweiz-Videos, wo jemand 20, 30, 40, 50 Bewerbungen verschickt hat und keine Antwort bekommen hat. Ja, also man muss da sich schon sehr bewusst sein, was die eigenen Stärken sind, für welche Stellen man hier in Frage kommt und auch was die eigenen Assets natürlich sind. Ansonsten wird das Ganze gar nicht so einfach sein. Fakt Nummer 5, Wohnungssuche in der Schweiz, leichter gesagt als getan. Viele Schweizer Vermieter wollen nicht an Deutsche vermieten. Es ist leider so, haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Deutschen. Wie gesagt, die arroganten Deutschen. Ja. Generell vielleicht mit Ausländern, weil man sagt ja immer, okay, der Ausländer ist schnell wieder weg, der geht einfach in seine Heimat zurück, ja, und dann bleibt der Vermieter sitzen auf der Wohnung. Vielleicht zum Teil ist die Miete nicht bezahlt und es ist ein gewisser Schaden entstanden. Also vielfach wird es schwierig sein, für dich vielleicht eine Wohnung zu finden oder du wirst längere Zeit brauchen oder aber die Wohnung ist jetzt nicht vielleicht die optimale Lage, die du dir vorgestellt hast. Also berechne hier genügend Zeit ein, eine Wohnung in der Schweiz zu finden. Fakt Nummer 6, die Schweiz zeichnet sich aus durch was? Hohe Gehälter, hohe Lebenshaltungskosten und niedrige Steuern. Fangen wir beim letzten Punkt an, niedrige Steuern. Es gibt sensationell niedrige Steuern in der Schweiz. Also zum Teil als Familie zahlst du mit 150.000 Franken Einkommen 1% Steuern. Genial, ja. Aber man muss natürlich sehen, dass die Lebenshaltungskosten auch ganz enorm sind, vielfach in vielen Gemeinden, in vielen Städten. Und dadurch vielleicht sich eine mögliche steuerliche Ersparnis dann schnell wieder wettmacht. Und natürlich, man muss sehen, dass bei steigenden Gehältern natürlich auch die Steuersätze ansteigen. Nicht so wahnsinnig wie in Deutschland. Also wenn du vielleicht am Ende 25% bezahlst, ist es viel. Ich rede jetzt bei Hunderttausenden Einkommen. Ja, und es hängt natürlich stark davon ab, wo du dich befindest. Und natürlich das Gehaltsniveau ist extrem hoch, selbst für Kräfte, die jetzt zum Beispiel in Deutschland eher schlecht bezahlt sind, werden in der Schweiz ganz attraktive und sehr hohe Löhne bezahlt. Fakt Nummer 7, die Schweiz zeichnet sich aus durch gelebtes Multikulti im besten Sinne. Ich kann mich selbst erinnern, ich saß mal in einem Meeting hier in Zürich und da waren Kollegen aus der Westschweiz, die also Französisch sprachen und aus der italienischsprachigen Schweiz dabei. Jeder hat in seiner Sprache gesprochen. Der Gegenüber hat die Sprache zwar verstanden, aber nicht gut genug, um sie zu sprechen und hat in seiner Sprache geantwortet. Ja, ich habe natürlich weder Französisch noch Italienisch gekonnt. Ich war ein bisschen dann hier gesidelined, würde man sagen. Aber für alle anderen hat das hervorragend funktioniert. Also diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenspiel von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Sprachen,
Das ist in der Schweiz lange gepflegt und auch gehegt, muss man sagen. Und tatsächlich gilt hier ein Multikulti im besten Sinne und ein Leben und Leben lassen und nicht hier mit dem Holzhammer draufschlagen letztlich und hier brachial jetzt seine Methoden und seinen Weg durchzusetzen. Fakt Nummer 8, ganz wichtig für Familien und die Damen. Mutterschutz in der Schweiz ist sehr beschränkt. Gilt zwar auch 14 Wochen, wie zum Beispiel in Deutschland, aber eben erst nach der Geburt. Und es gibt danach auch keine Elternzeit, wenigstens nicht gesetzlich vorgeschrieben. Manche Betriebe erlauben natürlich hier eine gewisse Elternzeit, aber gesetzlich vorgeschrieben ist sie nicht. Und wenn wir schon beim Thema sind, Fakt Nummer 9, die Kinderbetreuung ist sehr teuer, denn sie ist in der Schweiz Privatsache und geht ganz schön ins Geld. Ein Kita-Platz, kannst du sagen, kostet locker 130 bis 150 Franken am Tag. Ja? Und die Schweiz liegt damit an der Spitze aller europäischen OECD-Länder. Noch teurer als UK kann man sich kaum vorstellen. Fakt Nummer 10, die meisten Schweizer, wenigstens in der deutschsprachigen Schweiz, fahren regelmäßig nach Deutschland, um dort einzukaufen. Du kannst dort neben den ganzen Lebensmittel-Discountern, die es ja zum Teil auch in der Schweiz selbst gibt, auch alle möglichen hervorragend geführten Fachgeschäfte natürlich dann finden, die speziell auch auf die Schweizer und auf den Schweizer Anspruch letztlich hin dann auch geführt werden. Der Schweizer Anspruch ist ja sehr hoch, natürlich, was die Qualität anbelangt bei den Preisen. Ja. So sparst du dann richtig viel Geld, denn du kriegst dann auch die deutsche Mehrwertsteuer zurück und musst nur ein paar Prozent Schweizer Mehrwertsteuer bezahlen, ja, und kannst sogar so deine Kaufkraft des Schweizer Frankens noch weiter erhöhen. Wenn du am Umzug in die Schweiz interessiert bist, um deine steuerliche Situation zu optimieren, können wir dich hier sicherlich beratend begleiten. Wir haben schon viele Mandanten beim Umzug in die Schweiz oder in andere interessante Länder begleitet. Wir haben ein Netzwerk von Steuerberatern und Anwälten weltweit, die mit uns zusammenarbeiten und dich entsprechend dann auch hier begleiten können. Buch doch ein Beratungsgespräch. Link befindet sich in der Beschreibung und dann unterhalten wir uns über deinen Umzug in die Schweiz oder in ein anderes Land. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.